Willkommen zurück bei der 22. Episode von Sherlock Holmes Crimes and Punishment. Wir sind jetzt auf der Suche nach dem Seemann, der uns hoffentlich mehr Informationen geben wird, was wahrscheinlich nicht einfach werden wird. Schätze ich mal. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Dann sehen wir uns ihn mal genauer an. Den alten Seebären. Okay, das ist schon mal gar nicht mal so schlecht für den Anfang. Klar. Könnte hinkommen. Wegen Messer und so. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her, from when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right, if there was no evidence. What then? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then?
So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Captain Grogger kennt Lady Brabazon, aber womöglich sagt er nicht die Wahrheit darüber, wo er sich in der Nacht aufhielt. Gut kombiniert, Mr. Holmes. Es könnte beides sein. Aber er wirkt eigentlich recht ehrlich. Muss aber nicht sein. Klar könnte es sein, dass er lügt. Und die Sache optimal hinpasst. Natürlich könnte man das Ganze auch komplett ummodeln hier. Dass es auf die ganze Bande zurückführt. Wenn das ein tödlicher Unfall gewesen ist, könnte es natürlich auch sie gewesen sein, eventuell. Das wäre dann halt der Einbruch. Im Grunde genommen
Halt ein tödlicher Unfall. Randalls als Sündenbocker. Inszeniert. Natürlich könnte die ganze Geschichte auch ein häuslicher Unfall gewesen sein. Ich lasse es einfach mal so stehen und geh mal zurück. Ich weiß, aber... Oh, what a horrible thing to have happened. Please leave my Mary alone. She suffered. Er wirkte ehrlich auf den Punkt. Das ist die Frage halt. Wie ich das Ganze beurteile. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about all this. Ich persönlich glaube, dass es so war, aber die Sache mit dem Messer, wenn man das mal überlegt, dass es abgeschnitten wurde, um sie zu fesseln. Es ist halt reine Spekulation aktuell, wenn man das mal so sieht. Ich persönlich denke, dass es genauso passiert ist. Aber die Sache ist die, ist ja volles Rohr da drauf geknallt. So mache ich das. Ladies, I know the full story. You are both guilty, are you not? Mr. Holmes, I can explain everything. No, madam, he's bluffing. Boosters. It is no use. Your husband was a violent man, a cruel man. Your argument last night ended tragically, with him stumbling and falling, fatally striking his head upon the fireplace grate. However, your mise en scène to divert suspicion was unnecessary. You should have admitted the truth. The truth is often subjective, Mr. Holmes. Not to me. What will you tell Inspector Lestrade? He will find nothing, as he handed the case over to me. Farewell, ladies.
Inspector, gute Entscheidung. I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Die Affäre Abbey Grange. Der Tod von Sir Eustace war ein Fall, zu dem es bei einer Auseinandersetzung mit seiner Frau kam. Lady Brackenstall und ihre Dienstmagd sagten die Unwahrheit. Jedoch liegen mildernde Umstände vor. Sie hat sich lediglich selbst verteidigt. Sie drücken noch einmal ein Auge zu und verraten Inspektor Lestrade nichts über den wahren Tathergang. Ja, und weiter. So. Bam. Und so endet auch das Kapitel 22 dieser Episode. Und ich bin der Meinung, ich habe das Ganze sehr gut für die Situation gelöst. Ja, gut, ich bedanke mich fürs Zusehen bei euch. Und bis zum nächsten Mal, in der nächsten Episode, und zwar das Drama von Kew Gardens. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.